Hausbauhelden, Tiny House ist ein Riesentrend und deshalb hatten wir für euch ja auch schon mal eine Haustour gemacht durch den Flying Space von Schwörer. Das größte Modul mit 50 Quadratmetern, wo alle immer gesagt haben, das ist doch nicht mehr tiny. Deshalb zeigen wir euch heute eine kleinere Variante, die wesentlich günstiger und auch einfacher zu transportieren ist. Diese besonders schmale Variante mit einer Breite von nur 3,32 Meter und einer Länge von maximal 12,50 Meter, die jetzt hier auch voll ausgenutzt wurde, bietet etwa 30 Quadratmeter Wohnfläche und ist eben ganz einfach oder viel einfacher zu transportieren, weil sie eben ohne Begleitfahrzeug auf einem Tieflader transportiert werden und dann vor Ort auf das vorbereitete Punktfundament gesetzt werden kann. Trotzdem ist das Ganze eine hochgedämmte und sehr hochwertige Konstruktion. Wir haben hier 32 Zentimeter Holzverbundkonstruktion, gedämmt, voll beheizbar. Man sieht hier die weiße Putzfassade. Teilweise werden auch Fensterelemente gestaltet mit so einer Lamellenholzfassade, die in Anthrazit gestrichen ist. Man sieht hier zum Beispiel auch sehr hochwertig diese Granitaustrittsschwellen, sodass man das Ganze also wirklich sehr, sehr gut benutzen kann. Es ist hier angeschlossen auf der Längsseite durch 3 so große bodentiefe Elemente an die Terrasse und an den beiden kurzen Seiten sind jeweils Festverglasungen drin. Im Wohnbereich ist das Ganze ein Sitzfenster und hierhinter verbirgt sich der Schlafbereich. Und wir gehen jetzt mal rum zum Eingang und schauen da auch noch kurz rein. Was ich ganz toll finde, trotz der kleinen Fläche hat man es geschafft, hier einen abgetrennten Windfang, also einen Eingangsbereich mit Garderobe zu gestalten, der eben auch maximale Privatsphäre bietet, wenn man reinkommt. Bei dem anderen Modul war es so, man stand direkt in der Küche, wenn man die Haustür aufgemacht hat. Hier hinter mir liegt jetzt der Wohn-Ess-Kochbereich, der etwa 12,6 Quadratmeter groß ist und hier ist eigentlich wirklich Platz für alles. Man hat hier eine voll funktionsfähige Kochzeile mit Platten und Dunstabzug. Dann gibt es da hinten das schöne Sitzfenster, wo dann eben auch gleich praktischerweise die Einbaumöbel von der Schreinerei des Hausherstellers drin sind, sodass der Raum hier wirklich perfekt genutzt werden kann. Und wir sehen auch schon von der Technik ist es ein bisschen einfacher. Es gibt hier keine Fußbodenheizung, sondern es gibt so eine elektrische Direktheizung über so Strahlungselemente, die in allen Räumen sind. Das heißt, man braucht hier keine Verrohrung und das heiße Wasser wird einerseits direkt gemacht über so Durchlauferhitzer, beziehungsweise hier in der Küche gibt es diesen praktischen Wasserhahn, so einen Heißwasserhahn, wo man also auf Knopfdruck auch kochend Wasser bekommt. Das heißt, man braucht hier jetzt auch keinen Wasserkocher oder so. Ganz besonders schön ist, dass dieser Wohnbereich so schön hell ist durch diese große Hebeschiebetür. Man kann hier also auch ganz aufmachen und hat dann den direkten Bezug nach draußen. Ganz schön ist das, wenn alle Türen geöffnet sind, man hier wirklich die lange Sichtachse hat, also die ganzen 12,50 Meter. Dadurch kommt hier eine unheimliche Großzügigkeit rein. Hier ist es gar nicht eng. Und hier liegt jetzt der Schlafbereich, der etwa 11,3 Quadratmeter groß ist. Hier hat man sich ganz schlaue Einbaulösungen überlegt. Es gibt hier so ein Modul mit einer sehr guten Arbeitshöhe. Darunter ist ein Schrank für die Waschmaschine. Hier oben drüber ist Schrankfläche, wo man Wäsche reinkriegt. Das Ganze kann hier Hauswirtschaftsfläche sein. Es kann aber auch ein Arbeitsplatz sein mit Blick nach draußen durch dieses liegende Fensterband. Und dann geht es hier direkt über in diese Einbaulösung, wo man wirklich viel Schrankfläche rechts und links hat. Und das Bett ist da eben so rein versenkt, sodass man hier wirklich auch genug Platz hat. Und sogar hier gibt es neben dieser Festverglasung auch nochmal einen bodentiefen Zugang nach draußen, sodass es hier wirklich überhaupt nicht eng ist. Hier um die Ecke liegt dann das fast 4 Quadratmeter große Bad, das durch eine platzsparende Schiebetür abgetrennt ist und wirklich für alles Raum bietet, was man sich wünschen kann. Hinter mir ist die Dusche. Das Bad ist 99 Zentimeter breit. Man hat hier also eine große bodenebene Dusche, die fast 98 mal 98 Zentimeter groß ist. Innen ganz schön ausgekleidet mit diesem Mineralgussmaterial. Das heißt, man hat hier keine Fugen drin.
und kann da wirklich ganz gut die Dusche nutzen. Da oben wieder die Strahlungselement und dieses bodentiefe Fenster, da würde man jetzt vielleicht im Bad denken, Sichtschutz, hat aber einen ganz tollen Zweck hier. Durch diese 8 cm, die ich jetzt hier nochmal gewinne, habe ich eben hier Platz, um an dem Waschbecken zu stehen und hier einen Schrank zu haben, den ich öffnen kann. Das heißt, dieses Fenster bringt hier in so einem schmalen Raum wirklich nochmal Zugewinn. Hinter der Tür ist dann das WC und darüber ist dann in einer Wandnische verbaut auch der Durchlauferhitzer fürs Warmwasser. Das war jetzt der Schnelldurchlauf durchs kleine Flying Space Hügge. Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus am Firmenstandort im schwäbischen Hohenstein-Oberstetten und ist normalerweise täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Einen Link zu den Kontaktdaten und zum Grundriss findet ihr wie immer unten und ich habe auch eine aktuelle Preisinfo für euch erfragt und zwar Stand Januar 2022 ist das komplette Modul bezugsfertig inklusive Montage erhältlich für rund 133.000 €. Das kommt jetzt vielleicht manchen schon viel vor, deshalb sage ich da noch mal was zum Preis. Es ist hier eine sehr hochwertige Ausstattung inkludiert, zum Beispiel das Sitzfenster. Dann haben wir allein schon 2 große Hebeschiebetüren, die etwa 5.000 bis 7.000 € das Stück kosten, elektrische Rollläden und eine sehr hochwertige Sanitärausstattung. Außerdem habt ihr hier natürlich ein ganzjährig bewohnbares und beheizbares Haus in einem sehr hohen energetischen Standard. Das heißt gute Wärmedämmung, dreifach verglaste Fenster, eine effiziente Heizung und eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das macht natürlich den Preis relativ hoch. Wenn ihr aber auf die letztgenannten Punkte verzichtet, geht ihr das Risiko ein, dass ihr gerade für ein Tiny House sehr, sehr hohe Heizkosten habt, weil hier das Verhältnis von Umgebungsfläche zu beheiztem Volumen sehr schlecht ist. Also ihr habt ja teilweise, wenn es auf Punktfundamenten steht, sogar die Bodenplatte von Kaltluft umströmt. Es geht natürlich auch etwas günstiger. Bei dem Hersteller geht's los bei etwa 2.700 € pro Quadratmeter Wohnfläche bezugsfertig. Und wenn ihr das Ganze als Ausbauhaus nehmt und selber Dinge machen könnt, wird's noch etwas günstiger. Trotzdem dürft ihr natürlich nicht vergessen, dass ihr auch bei so einem Mini-Haus Baunebenkosten habt für die Anschlüsse, die Fundamente, Genehmigungsgebühren. Das können nochmal 10.000 bis 20.000 € sein und dass ihr auch für Transport und Kran noch Kosten habt. Ich habe mal versucht, da für euch eine Größenordnung zu recherchieren. Das ist ganz spannend, weil es stark vom Standort abhängt. Also für den Transport zum Beispiel, wenn das jetzt etwa in einem Umkreis von 100 Kilometern ab Werk ist, so ein kleines Modul, kommt der vielleicht mit 2.500 € hin. Wenn das Ganze nach Berlin gefahren werden muss, können das auch schnell mal 8.000 € sein, denn ihr braucht je nach Bundesland Polizeibegleitung, Begleitfahrzeuge, Straßensperrungen für so einen Schwertransport, die natürlich die Kosten in die Höhe treiben. Beim Kran ist die Kostenspanne noch größer. Wenn ihr eine einfache Aufstellsituation habt, der Kran direkt neben dem Flying Space Fundament stehen kann, könnt ihr mit 800 € für den Kran hinkommen. Wenn ihr einen Spezialkran braucht, weil ihr zum Beispiel das Modul über ein bestehendes Haus drüber heben müsst, was alles möglich ist, oder das Modul sehr weit weg vom möglichen Kranstellplatz steht, können das auch mal 8.000 bis 10.000 € werden. Ihr seht also, eine seriöse Preisinfo für euer Tiny House Projekt bekommt ihr nur, wenn ihr alle Rahmenbedingungen kennt. Ich hoffe, unsere Infos und Videos helfen euch da trotzdem weiter. Und wenn ihr euch nochmal die Tour durch das große Flying Space anschauen wollt, das verlinke ich euch nochmal. Und wenn ihr allgemein mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.